Wenn mir mein Fahrzeug geklaut wurde und ich per GPS den Ort des Fahrzeugs orte, darf ich es mir dann einfach selbst wieder zurückholen? Wir klären es in diesen Nutzerfragen. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke. Es ist Sonntag, Zeit für eure Nutzerfragen. Erste Nutzerfrage kommt von Kalandron. Er sagt, müssen sich Parteien an ein Bitte keine Werbung einwerfen Aufkleber halten oder gilt dieser nicht, weil die Flyer ein Beitrag zur politischen Willensbildung sind? Ja, die Wahlen sind ja gerade vorbei und der eine oder andere hat vielleicht auch seine Wahlwerbung bei sich im Briefkasten gefunden. Hattet ihr allerdings gesagt, bitte keine Werbung einwerfen, dann ist das Spam mit diesem Flyer, der da eingeworfen ist. Das hat der Bundesgerichtshof entschieden, denn auch bei normaler Werbung würde das gelten und das wurde also so jetzt letztlich auch für Parteien entschieden, bestätigt vom Kammergericht auch in Berlin. Das hat die politischen Grundsätze, der BGH hat es grundsätzlich entschieden für Werbung und das Kammergericht Berlin hat es dann nochmal für politische Wahlwerbung angepasst. So ist richtig. Es gab daraufhin eine Verfassungsbeschwerde, aber die ist abgelehnt worden. Also auch Parteien dürfen euch nicht reinwerfen, was ihr wollt, wenn ihr dagegen schon widersprochen habt. Soos Technik fragt, wenn man als illegal in Deutschland eingewanderter Flüchtling in Deutschland eine Kugel über die deutsch-niederländische Grenze feuert und dabei eine Person in den Niederlanden umbringt, komme ich dann in Deutschland oder in den Niederlanden vor das Gericht oder in dem Land, wo ich herausgeflüchtet bin? Meine Herren, das war mit dem Hashtag FragWBS und dem Hashtag ChallengeWBS gekennzeichnet. Wenn das als Challenge gekommen wäre, hätte ich nie beantworten können. Es kommen sowieso in letzter Zeit super viele Fragen mit so länderübergreifenden Fragestellungen. Echt komplex. Haben wir aber recherchiert. Paragraph 3 Strafgesetzbuch. Es gilt das deutsche Strafrecht bei im Inland begangenen Taten. Und Tat kann an jedem Ort begangen werden, also man schaut also den Handlungsort. So, Handlungsort war Deutschland, Erfolgsort waren die Niederlande. Also kann in Deutschland Anklage erhoben werden. Allerdings gehe ich davon aus, dass die Niederländer ein ganz ähnliches Gesetz haben. Also kann auch in den Niederlanden Anklage erhoben werden. Dann müssen die beiden sich einigen, denn es gibt in der Grundrechtscharta der Europäischen Grundrechtscharta ein Verbot der Doppelbestrafung. Das steht in Artikel 50 drin. Dort steht, niemand darf wegen einer Straftat, deren wegen er bereits in der Union nach dem Gesetz rechtskräftig verurteilt oder freigesprochen wurde, in einem Strafverfahren erneut verfolgt werden. Kommt jetzt der Flüchtling aus Syrien beispielsweise, könnte er auch noch unter syrisches Strafrecht gestellt werden. Da gibt es eben dieses Verbot der Doppelbestrafung nicht. Das könnte ihm tatsächlich noch passieren. Also erschießt lieber keine Niederländer von der deutschen Seite aus über die Grenze hinweg, weil ihr wisst, ihr könnt direkt in 3 Ländern verknackt werden. Letzte Frage kommt vom Multidrive. Er fragt, begehe ich eine Straftat, wenn mein Fahrzeug geklaut wird, ich dies mit einem vorher angebrachten GPS-Gerät orten kann und dann auf ein Gelände oder gar in ein Gebäude eindringe, um mein Fahrzeug zurückzuholen. Selbstjustiz klappt natürlich in der Regel in Deutschland nicht. Du kannst dein Fahrzeug orten, das ist auch in Ordnung und es wäre auch kein Diebstahl, wenn du es zurückholst. Aber es könnte natürlich Hausfriedensbruch sein. Etwa dann, wenn du über eine Hecke drüber steigen musst. Oder es könnte eine Sachbeschädigung sein, wenn du ein Tor dafür aufknacken musst, um wieder an dein Auto ranzukommen. Rechtfertigungsgründe, das wäre hier zum Beispiel der Notstand, könnten gegeben sein, wenn das alles in einer unmittelbaren Verfolgungsjagd stattgefunden hat. Also jemand klaut das Auto, du siehst das per GPS hinterher, der geht auf sein Gelände, Tür zu, du Tür auf, rein, Auto wieder raus. Wenn das so eine unmittelbare Abfolge gewesen wäre, könnten wir so einen Notstand möglicherweise als Rechtfertigungsgrund annehmen. Wenn du den Täter aber schon aus den Augen verloren hast, klappt das nicht mehr, dann musst du einfach die Polizei anrufen und die Polizei muss dann eben klären, wo das Auto ist. Dann kannst du die GPS-Daten entsprechend der Polizei überlassen. Dann bitte keine Selbstjustiz üben, bitte nicht selber handeln. Das machen dann die
Polizisten. Die können allerdings auch nur die Straftat feststellen. Wenn das Auto dann weg ist, musst du es noch über den Zivilrechtsweg relativ aufwendig wieder rausklagen. Insofern kann ich schon verstehen, dass man da erstmal als erster Reflex hinterher will, sich das Auto wieder schnappen will. Das waren wieder schöne Fragen hier am heutigen Sonntag. Ich hoffe, euch haben die auch gefallen. Weitere Fragen könnt ihr unter dem Hashtag FragWBS hier unter die YouTube-Videos posten und ich werde sie schon nächste Woche für euch hier beantworten. Danke fürs Zuschauen. Schönen Sonntag. Tschüss und bis dahin.